Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt ein bisschen was verpasst. Denn in der letzten Episode haben wir ja die Nummer 6 von den 11 getroffen. Ich würde jetzt nicht sagen, wer das war oder so, deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle direkt mal oben rechts auf das I-Symbol zu klicken. War hier oben nicht was? Genau, auf das I-Symbol zu klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Denn es ging nämlich darum, die teuflischen... Moment, wie hieß denn die teuflischen Augen zu zerstören, beziehungsweise sie verursachen großen Schaden. Und ja, wir haben die Fabrik besucht. Aber wie gesagt, anschauen, am besten die letzten paar Folgen, weil da wird es nämlich storyrelevanter. So, genau, wird storyrelevanter und dementsprechend, ja. Sogar solche Sachen gefunden. Ich dachte, ich finde gerade Eier nur, aber okay. Auf der Karte schon öfters gesehen. Hier müsste doch irgendwo was sein mit diesen... Wie die Statue der 7. Naja, und jetzt haben wir auch auf Yae Miko, besser gesagt, ich habe es falsch ausgesprochen bei der letzten Episode, getroffen und die möchte ein spezielles Anti-Shogun Raiden Training mit uns absolvieren, beziehungsweise wir sollen es absolvieren. Wo befindet sich das denn genau? Auch Hauptsache hier wieder. Hier waren wir schon ewig nicht mehr gewesen. Da. Okay, das habe ich gesucht. Weil dann können wir direkt dahin landen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie sieht dieses Training halt aus. Wir haben auch über Shogun Raiden auch einiges erfahren. Irgendwas von einer Art Marionette. Oder hier wurde das als Puppe bezeichnet. Wir hatten ja auch damals halt dieses multidimensionalen Kampf gestartet. Aber, na gut, wie gesagt, I-Symbol klicken, Playlist anschauen, dann könnt ihr euch die Folge nochmal anschauen in Ruhe. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter weg, sonst stört sich richtig ab, oder? Weil manchmal lösen ja Cutscenes aus und dann so, Charakter weg. Was ist das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen vorher, oder gehört das zu der Mission? We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Anti-Shogun, Weg des Veterans. Soll ich jetzt einfach nur dahin laufen, oder? Ja, scheint der Fall zu sein, oder? Herausforderung starten. Starte die letzte Herausforderung. Sollen wir instant machen? Ach komm, mache ich einfach mal. Uff, Alter. Vermeide es, vom letzten Angriff getroffen zu werden. Achso, Moment mal. Ach, ich habe falsch gelesen. Wir sollen getroffen werden. Zack. Zack. Warte, das geht immer so schnell. Vermeide es, vom letzten Angriff getroffen zu werden. Moment mal. Okay, jetzt checke ich das. Jetzt checke ich das. Das ist wirklich genau wie bei Shogun Raiden. Jetzt kommt dieser Schwerthieb oder sowas in der Art. Das hier. Mist. Genau. Und jetzt nochmal. Ja. Jetzt die andere Attacke. Da gab es nämlich noch eine, meine ich. Nee. War das nicht so eine Welle oder sowas in der Art? Mist, ich hasse sowas. Machen wir mal die andere Herausforderung. Erhalte Treffer. Vermeide es, vom letzten Angriff getroffen zu werden. Okay. Na? Mist, nicht gut. Aha. Na? Genau, darauf habe ich gewartet. Na? So. Na,
Da bin ich drin geblieben, aber trotzdem nicht getroffen. Sehr gut. Jetzt dieser Schwerthieb von ihr. Nee, noch nicht. Okay. Haha, daneben. Zack. Zack. Noch 20 Sekunden. Na komm, öffnet ich. Genau, diese Attacke war das. Ei. Üff. Wieso ist das fehlgeschlagen? Ich mag diese Art von Missionen nicht. Das hatten wir schon mal beim Aristokratentraining das Problem gehabt. Also, nee. So. Habe ich schon später gefühlt. Alter. Alter. Nee, hier nicht. Jetzt kommt doch das mit dem Schwert wieder, oder? Ja, vielleicht noch einmal. Ja. Oh, okay, dreimal. 20 Sekunden noch. Okay, erhalte Treffer 2 von 10. Mist. Wie mache ich das denn jetzt am besten, wenn ich in dieser Fläche bin? Ich darf ja nicht getroffen werden. Moment, ich muss mich noch mal heilen. Uff, ich hasse solche Missionen, muss ich echt zugeben. Das ist echt nicht mein Fall, sowas. Weil, wozu soll ich denn komplett ohne Schaden kassieren kämpfen, wenn ich auch einiges vertrage? So nach dem Prinzip. Dann kann man es halt ein bisschen anders nutzen. Natürlich ist das nicht dann 100% effizient, aber wozu? So, das ergibt sich für mich halt selten. Deswegen habe ich auch eher so das Problem mit dieser Art und Weise, dass ich meistens dann zwar gegen stärkere Gegner durchaus noch kämpfen kann, aber beziehungsweise mit einem höheren leveligen Gegner noch kämpfen kann, es aber richtig schwer haben werde, anstatt halt dann irgendwie das anders zu machen, irgendwie effizienter zu gestalten oder halt, ja, wie soll ich sagen, bessere Artefakte oder so zu kriegen. Das ist aber halt meine Eigenart, so, keine Ahnung. Immer so am Limit sein. Selbst mit einem Lebenspunkt noch zu überleben und zu kämpfen, so nach dem Prinzip. Ach, Mist. Ja. Ah, oh, ich bin beinahe da reingeflogen. Na komm, noch einmal. Nee. Ey. Alter. Jetzt bin ich aus dem Takt gekommen. Nicht gut. Mhm. Jetzt Schwert. Ja. Da habe ich zu spät gedrückt. So, okay, das habe ich. Gleich kommt links ein Häkchen für erhaltene Treffer. Genau, weil jetzt kommt die letzte Attacke sozusagen. Kann ich denn hier irgendwie so jumpen? Nein! Ich check das nicht, die letzte Attacke. Wie soll ich das denn ausweichen? Ich versuch's gleich mal mit Noels Schutzschild. Weil so kriege ich ja keinen Schaden dann so in diesem Sinne. Vielleicht ist das ja die Lösung. Total banal. Uff. Na komm schon. Zack. 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 Alter. Jetzt fäll ich gerade richtig. Schon 4 Hits kassiert. Jetzt Schwerthiebe. Ja. Noch eins. Noch eins. Ja. Jetzt diese Blase wieder. Genau. So, und jetzt... So, keine Ahnung. Wobei, ich habe es ein bisschen zu früh gemacht. Oder muss ich das Ding zerstören? Aber ich versuche es erstmal mit Noel. Nein. Okay, gut, dann muss ich es echt anders machen.
Ich versuche die Dinge zu zerstören. Oder zumindest die eine Sache zu zerstören. Damit ich, sage ich mal, außerhalb dieser Explosionsding bin. Ein bisschen Zeit hat man ja immer. Also eigentlich könnte man auch was machen. Zack. Na. Ach Mist. Jetzt müssten die 3 Hiebe kommen. Nee, noch nicht. Jetzt müsste. Das war immer so um die 30 Sekunden Marke. So. So, und der eine wurde immer hier gedroppt. Leave it all to me. Ja, ja, komm, jetzt. Hopp, hopp. Komm, zeig dich. Genau. Dass ich das hier vielleicht so zerstören muss vorher. Und dann ich genau so out of range bin. Okay. Da habe ich mich echt ziemlich dumm angestellt. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann... Ja, okay, macht Sinn. So. What a workout! Ich sehe, wie es ist. Ein wenig anstrengend. Ja, gut. So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Wir sind sehr interessiert. In your dreams. Huh. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Es ist vielleicht nur ein Wunschdenken von Shogun Raiden oder sie hat eine sehr radikale Sichtweise eingenommen. Ich weiß nicht. Vielleicht das zweite. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of Euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal familiar is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for Anti-Raiden Shogun Training Phase 2. There's a part 2? Ja. Wo sie unsere Attacken sozusagen irgendwie deaktivieren kann, würde ich mal behaupten. Dass das Phase 2 ist? Oder ist das schon Phase 3? Ah. Besiege 10 Gegner. Das ist gerade merkwürdig. Warum? Dass ich nur überleben muss, oder? Ah, Alter. Zack. Zack, zack. Ich sehe auch kein Zeitlimit oder sonst was. Nur, dass wir halt kassieren so ein bisschen, aber... Hier kümmern wir uns um die beiden. So. So, Ulti draufhauen. Diese Ulti von Kay hinterher. Immer wieder ausweichen von Shoguns Attacken hier. Nein, lass mich den Charakter wechseln. Naja. Ja. Zack. Noel müsste Schutzschild haben. Ja, das Schutzschild von Noel ist halt nicht viel. Ich muss halt echt
aufpassen, dass ich richtig ausweiche. Shudder. Zack. Cool it. Noel, komm. As a dutiful maid would. Jetzt nochmal ausweichen. Müsste dann nicht jetzt im Moment die Attacke kommen? Ja. Zack. So. Schussschilder geknackt. Freie Bahn für uns. Missed a spot. Steady as stone. Alter, lass mich meinen Charakter wechseln. Irgendwie wollte mein Charakter gerade nicht wechseln, gefühlt. So, jetzt Trupp hier. Ulti, einer ist down. Der nächste müsste jetzt jeden Moment down sein. Ulti, zack. Blood of frost. Okay, haben wir auch. Und der letzte ist kein richtiger Gegner für uns. Uff, Alter, ist der geflogen. Okay, aber es ist nicht das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Gut. Noch eine Phase. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? Sind sie auch nicht den Shogun gegenüber gewappnet? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Was für ein Plan? Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Hyman's really struggling to understand how you work. Der Weg des Vertrauten. Geht zurück zum großen Narukami-Schrein und spricht mit der Miko. Okay, ich würde gerne mal die Zeit nutzen, uns mal zu heilen. Weil da kann man sich einfach hin teleportieren, ist ja kein Problem. So. Und Lisa. Klick. So, jetzt wieder zum Narukami-Schrein. Teleportationspunkt. Teleportieren. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Sakramushs Informationen bestätigen das. Das ist der 6. von den 11. Oder es waren die Fatui, die die Situation ausnutzen, um die teuflischen Augen zu verbreiten. Und das hatten wir in so einer Schriftrolle in der letzten Episode gelesen. Eigentlich kann man beides anklicken, aber ich würde das zweite hier in diesen Kontext nehmen. Yes. This is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryo Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Die Tenru-Verwaltung arbeitet für die Fatui, das hatten wir auch schon sowas gehört. Oder auch die Kanjo-Verwaltung hatte das Bakufu vor langer Zeit verraten. Das kann... Ja, alles irgendwie. So hängt irgendwie miteinander zusammen, so. Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui.
Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the 2 rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of 2 commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. Mach es nicht so spannend. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize her! Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Huh. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here.
But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, she will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujosara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go, or...? Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do, though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. Uiuiuiuiui. Sie hat dich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, um echt zu sein, ne? Ich wusste, irgendein Charakter, den man vielleicht kennt und so, und dann so, wer war da noch alles dabei gewesen? Vor allem, ich habe doch in der letzten Episode war das doch genau. Da hatte ich doch gesagt, sieht aus wie der Gefängnisausbruch, wo wir sie getroffen hatten. Und dann, ach ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Oh Gott, manchmal vergesslich, aber ja gut, es sind jetzt auch viele Folgen dazwischen. Naja, gut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Ich denke, weil da kommt wieder was Längeres und so. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, so damit ihr die Folge nicht verpasst und mir sogar gleichzeitig auf YouTube supportet. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.